Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans, zu einem Test eines Motorrades, das in einer Kategorie angesiedelt ist, die, ich verstehe nicht warum, irgendwie unbeliebter wird. Zumindest die Hersteller machen nichts mehr. Supermoto-Stil, Aprilia Torso Duro 900 jetzt. Viele von euch haben sie sich gewünscht, dass wir sie testen. Jetzt machen wir das endlich, der liebe Zonko und ich. Unlängst noch mit Max war ich so ein bisschen auf Bruder mit dem gleichen Gewand. Wir sind ja auf Zwillingsbruder. Ja, beide genau die gleiche Denez Laguna Seca. Bei mir ein bisschen besser ausgefüllt, muss man sagen. Bei dir schaut es ein bisschen blöd aus, aber wurscht. Du willst das unbedingt, du frisst nicht ordentlich. Ja, vor allem, wenn wir Zwillingsbrüder werden, wärst sicher du der als erster rausgekommen ist, nicht der Mann. Der den Mutterkuchen schon zusammengefressen hat und sich vordrängt, dass er draußen Nachschub kriegt. Bleibt's dran, wir reden jetzt gleich übers Motorrad. Die Torso Duro von Aprilia, eigentlich können wir froh sein, dass es sie noch gibt, weil es hat ja lange geheißen, oder beziehungsweise mit dieser Euro 4 Neuregelung hat es ja geheißen, alle Aprilia Zweizylindermotoren sterben, das schaffen die nicht, keine Euro 4. Und auf einmal standen doch auf der Messe Torso Duro 900 und Shiva 900, die wir in einem anderen Video besprechen werden. Jetzt geht es einmal um die Torso Duro und für mich persönlich bin die Torso Duro 750 vor vielen Jahren gefahren und habe immer befunden, naja, ein bisschen mehr Schmalz könnte es haben, ein bisschen mehr Morch von unten. Und das kann die Torso Duro 900 jetzt wirklich um einiges besser. Sie hat zwar nach wie vor 95 PS, beziehungsweise die alte hatte 92 PS, da hatte nur die Shiva 95, aber jetzt haben wir 95 PS bei 8750 Umdrehungen und ein Drehmoment von 90 Newtonmeter bei 6.500 Touren. Und 90 Newtonmeter, da geht schon ein bisschen mehr weiter. Und ich muss wirklich sagen, sie geht von unten auch richtig ans Schmalz, oder da ist schon mehr vorhanden. Was aber, glaube ich, auch daran liegt, dass die Einspritzung richtig gut bzw. besser funktioniert. Man muss ja sagen, Aprilia hatte nicht immer dieses Ride-by-Wire-System im Griff. Oder sie haben es halt am Anfang probiert, haben es gemacht und jetzt ist es aber richtig gut, oder Zonko? Ja, Aprilia, das war die ersten, da kommen wir dann eher auf diese Scheibe, das war überhaupt das erste Motorrad im Serienbau, was ein Ride-by-Wire gehabt hat. Mhm. Das hat damals, ich weiß nicht wann das war, 2.7 oder 2.6, das hat damals nicht wahnsinnig super funktioniert, aber mittlerweile haben sie ich meine, ist klar, die haben einfach am meisten Erfahrung mit diesem Ride-by-Wire, haben sie das unglaublich gut im Griff und ich muss auch sagen, also der 900er Motor, der 900er V2, wie der am Gas hängt, wie der performt, dass er auch schon kommt. Ab 2000 Umdrehungen kannst du dann schon fahren. Das ruckt nicht unter 3, sondern kannst du schon ab 2 schon wirklich mit Schmalz rausfahren. War wirklich begeistert. Ganz, ganz super. Also ja, mir gefällt eben auch, dass von unten was kommt, dass sie oben raus dann bei 9000 Touren schon abregelt und dass so ein Drehzahlbegrenzer ist, der dann so, also man fährt, man dreht es aus und auf einmal macht er so, ich habe lieber einen Drehzahlbegrenzer. Weil dann weiß ich, oh, hoppala, jetzt war ich ja wirklich zu weit, aber wenn das nur so, wurscht, man schaut auf den Drehzahlmesser, der zwar nicht jetzt super optimal ablesbar ist, es ist ein Farbdisplay jetzt neu und der Drehzahlmesser ist so ein Band, das sich oben drüber schwingt. Ist jetzt vielleicht nicht optimal, aber man hat wirklich viele Lamperln, die einen vorher warnen, komm, jetzt schalt dann endlich einmal eben einen Schaltblitz, den man auch einstellen kann. Menüführung echt gut, also man kann da richtig viel auf diesem Display einstellen. Man kann im Menü bei den Fahrmodi sogar kalibrieren. Zonko, du hast gewusst, was das bedeutet. Ja. Was ist das? Ja, das Kalibrieren habe ich gewusst vom Thunfisch. Der kann das auch. Das ist natürlich so, nachdem das jetzt eine wirklich ausgeklügelte Motorsteuerung hat und wenn du dann und natürlich eine Traktionskontrolle und wenn du jetzt die Reifen wechselst,
Angenommen, du nimmst jetzt einen Reifen von einem anderen Hersteller, hat der unter Umständen, das braucht nur eine Umfangerweiterung haben von wenigen Millimetern, dann stimmt in Wirklichkeit diese Motorsteuerung nicht mehr ganz perfekt. Und das kannst du in diesem Modus kalibrieren und außerdem bei so einem Motorrad ist es durchaus möglich, dass du sagst, na, der Topspeed ist mir komplett wurscht, ich will, dass das noch giftiger ist, eine größere Übersetzung nehmen und dann wirkt diese Kalibrierung auch, das geht wirklich automatisch. Das ist was. Das heißt, damit dann die richtigen Anzeigen, also mit den Anzeigen weiterhin stimmen. Und reicht wahrscheinlich sogar, wenn ich einen neuen Reifen drauf tue, auch wenn es der gleiche ist, wenn der alte abgenudelt ist, dann hat er ja auch schon einen anderen Umfang. Also sehr schlau. Ich kann auch eben das ABS deaktivieren. Das ist überhaupt sehr einfach mit einem Knopf. Es ist ein ABS klarerweise mit an Bord, das aber deaktivierbar ist. Das finde ich sehr gut. Ich brauche jetzt nicht auf der Straße, aber keine Ahnung, wer es deaktivieren will, weil er vielleicht ein bisschen Stoppes macht, ist ja immerhin eine Supermoto, mit der man Spaß haben soll und Spaß haben können soll. Die Traktionskontrolle kann ich auch dreifach verstellen und abschalten. Wir haben die jetzt permanent auf der 1er-Stufe gehabt, weil doch ein bisschen Sicherheit, aber man spürt es überhaupt nicht. Sie blinkt ein paar Mal, gell? Sie blinkt und da denke ich mir aber, da hat es jetzt noch nicht viel gemacht. Das hätte man so auch geschafft. Die Bereifung 180, 55, 17 hinten, 120, 70, 17 vorne, also normale Straßenbereifung. Das heißt, ist wirklich für die Straßenfahrerei, für die echt spaßige Straßenfahrerei perfekt geeignet. 212 Kilo haben wir fahrfertig, damit wir alle Daten auch unterbringen. Ja, und wie schon erwähnt, ABS hat sie. Davon haben wir jetzt auch nichts gemerkt. Die Bremse, meiner Meinung nach, auf 4-Kolbenanlage, 320er, radial montiert. Das beißt gut zu, nicht zu arg. Ein bisschen, glaube ich, ist dir aufgefallen, dass es eintaucht und dich stört sowas, glaube ich, mehr als mich. Ja, ich muss mich immer umstellen, nachdem ich selten mit sowas fahre, mit längeren Federwegen, sondern meine Maschinen immer halt diese sportlichen Federwege haben. Ist es so, dass ich da tatsächlich das Gefühl gehabt habe, wenn ich jetzt in die Bremse gehe, dass der erste Biss relativ scharf ist und dass das vorn eintaucht. Und an das gewöhnt man sich sehr, sehr schnell. Der erste Biss ist aber jetzt nicht so, dass du denkst, na gut, das ist ja ein Wahnsinn, sondern der ist super. Und ich finde, du kannst es dann auch, wenn die Gabel nachgeben hat und du quasi jetzt schon diesen Rebound sehr gut spürst, dann kannst du auch die Bremse wunderbar dosieren. Also für mich ist das eine wirklich tolle Bremsanlage. Und da wären wir auch schon beim Fahrwerk, das ja, glaube ich, unserer Meinung nach sehr stabil ist und in den Kurven, die wir da gefahren sind. Also es war nie, dass sich was aufgeschaukelt hätte. Vorne und hinten 150 Millimeter Federweg ist jetzt nicht so wenig eigentlich für ein gutes Straßenmotorrad. Aber das ist richtig gut abgestimmt. Vorne die Kayaba-Gabel, hinten ein Sachs-Federbein, lassen sich jeweils in Zugstufe und Federvorspannung verstellen. Also ich sage mal, das ist was schon Erwachsenes eigentlich. Das ist nichts mehr zum, ich würde jetzt nicht sagen, dass für Anfänger ist, wenn auch eben sehr gutmütig der Zweizylinder, aber schon von unten souveräne Kraft, Fahrwerk sehr stabil, sehr handlich das Ganze. Also mir taugt es ja sehr, auch wirklich dieser, wie ich mich drauf gesetzt habe, habe ich mir gedacht, ja, endlich wieder mal so ein echtes Supermoto. Es machen ja viele Naked Bikes ein bisschen auf Supermoto, aber im Vergleich zu dieser, ich weiß nicht, ich sag Shiva, du sagst Schreiber, gell? Es ist wurscht. Ja, das stimmt voll. Aber die Frau vom Schwarzenegger ist Schreiber, oder? Es müsste Schreiber. Ist ja wurscht. Shiva, egal. Da sitzt man halt schon ganz anders drauf und das taugt mir mehr. Aber Paul, jetzt hast du mich kurz gerissen, wie du gesagt hast, das ist ein, ich weiß nicht, so ein Anfängermotorrad oder so irgendwas. Habe ich nicht gesagt. Nein, weil das ist natürlich schon, das ist ein riesiger Panzer. Das ist was Ernstes. Na wirklich. Das ist also, ich kann mit dem sehr gut fahren, aber es ist nicht so, dass mir das jetzt unterfordert, sondern das ist schon ist ein wirklich mächtiges Motorrad. Und das eine ist vielleicht super, insofern ist das für einen Anfänger dann, dass man kann sich auch für A2 drosseln. Ja. Das geht ja. Wobei uns aber von Aprilia auch gesagt wurde, sie haben ja trotzdem absichtlich eine schöne, schmalzige Mitte und von unten gemacht, damit sie dann mit den 48 PS nicht verhungert. Ja. Also die dürfte auch mit 48 PS Spaß machen. Ja. Natürlich würden wir das nie wollen, sondern nur die 95 PS, das ist klar, und darunter geht es nicht bei uns. Aber ja, wie schon gesagt, ein meiner Meinung nach ausgewachsenes, gutes Motorrad, das auf alle Fälle in den Belangen, wo die Vorgängerin geschwächelt hat, besser wurde. Ja. Viel besser. Farbdisplay, das sind moderne Sachen. Man kann es auch mit dem Handy verbinden, wer das möchte. Man kann dann diverse Daten und Parameter am Handy sozusagen ablesen, wahrscheinlich sogar einstellen, sonstige Dinge.
Von der Optik her, um zu einem Abschluss zu kommen, mir gefällt es gut, mir gefällt sogar die Shiva oder Shiva ein bisschen besser, aber weil sie sich meiner Meinung nach sogar besser fährt oder weil sie mir so lieber ist, würde ich die Dorso Duro nehmen, weil schier finde ich es definitiv nicht. Nein. Dieses typische Aprilia, die Pickeln, da bleiben sie ihrer Linie treu. Gitterrohrrahmen schaut super aus. Das ist ganz, ganz edel meiner Meinung nach. Die Auspufflösung auch leibend. Ja. Kaum noch findest so Underseat-Auspuffe. Ja. Aprilia bleibt dabei. Gefällt mir gut. Ja. Schaut leibend aus. Auspufflösung ist fantastisch, schaut ganz, ganz super aus. Und bei mir ist es so gewesen, ich habe diese Sitzbank ist natürlich ein bisschen härter und sie ist ein bisschen gerader wie bei einem normalen Sportmotorrad. Da sitzt ein bisschen mehr auf dem Motorrad drauf, was ja für so ein Supermoto einfach großartig ist. Und ich selber war insofern echt beeindruckt, dass ich mir gedacht habe, schau, das ist jetzt so doch eine Art Supermoto, also ich würde es fast unter diese Hypermotos geben mit der echten, mit dem echten Schmalz. Ja. Und hat aber, und das hat mir wahnsinnig taugt, trotzdem diese Stabilität beim Kurvenfahren. Also ich kann mit dem jetzt, ich selber, der nicht der wahnsinnig gute Supermotofahrer ist, ich kann mit dem wirklich traumhaft auf der Straße fahren und habe aber trotzdem dieses Gefühl, dass ich dort auf sowas Supermoto, auf einer riesigen Supermoto sitze. Und ich glaube, das Dorso Duro heißt ja langer Rücken oder so, gell? Ja, es ist aber auch irgendein Stadtteil in der Stadt, wo Aprilia beheimatet ist. Nein, ein Stadtteil von Venedig, glaube ich. Stadtteil von Venedig, ja, okay. Glaube ich. Na gut, dass wir darüber geredet haben. Ja, ich bitte dich, Fauli. Weil du hast mir das letzte Mal das mit der Sportperformance eingedruckt und diesmal mit dem Dorso Duro habe ich dich ein bisschen auflaufen lassen. Oder? Schon ein bisschen, ja. War leicht unangenehm, weshalb ich das jetzt noch beenden möchte. Reden wir dann nachher drüber. Nein, wenn sie euch auch gefällt, so wie uns, gebt ihr einen Daumen hoch. Wenn euch unsere Quatscherei gefallen hat, den Zwillingsbrüdern, dann gebt uns auch einen Daumen hoch. Daumen runter braucht es nicht geben, weil es besteht kein Grund dafür, es ist ein super Motorrad. Gebt einen Kommentar ab und vielleicht habt ihr eine 750er, vielleicht habt ihr schon eine 900er und könnt uns da vielleicht irgendwelche Erfahrungen berichten. Schaut euch unsere anderen Videos an. Über die Shiva 900 oder Shiva 900, wir wissen es einfach noch immer nicht. Ich sage Shiva, wurscht. Über die gibt es ein anderes Video, das könnt ihr euch auch gerne anschauen. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr so lange ausgeharrt habt. Es verabschieden sich der Zonko und der Fauli. Tschüssi!